Grüße aus Alanya, guten Morgen. Wir hatten ja ein Thema übersprungen gehabt. Und zwar haben wir ja fröhlich Möbel gekauft, wie ihr wisst. Und kann natürlich nur dann funktionieren, wenn man Ikamet hat, ne? Ja, auf jeden Fall, wir hatten echt eine ganze Zeit ein bisschen rumgebankt, ne? Das Ergebnis ist mittlerweile eingetrudelt. Das Ergebnis habe ich euch noch gar nicht mitteilen können. Wir haben Familien-Ikamet beantragt und es hat 8 Wochen, haben wir gebankt, 8 Wochen lang. Letztens kam eine SMS, dass wir dann halt, dass die Karte unterwegs ist. Haben wir gedacht, so das Ergebnis tue ich gleich mal am Anfang anstellen und nicht am Ende. Ja, ich muss sagen, es war eine kritische Phase gewesen, definitiv. Ich habe den Antrag selber gestellt, ohne ein Büro oder irgendwelche Leute, die Geld abzwacken wollen von einem. Geht ja online, man kann sich das auch übersetzen lassen und da steht auch eine Liste, was benötigt wird und was die Voraussetzungen sind. Eine wichtige Voraussetzung gibt es bei Familien-Ikamet, und zwar der Sponsor, also der Unterstützer, in meinem Fall, muss mindestens 1 Jahr in Türkei gelebt und registriert sein bei der Einwohnermeldeamt. Diese Voraussetzung ist gleich bei der Antragstellung Pflicht. Kann zu einer Ablehnung führen, wenn das nicht beherzigt wird. Ne? Also ich hätte nicht von Anfang an gleich Familien-Ikamet machen können. Deswegen mussten wir erstmal Tourismus machen, Touristen-Ikamet. Wir hatten den Antrag auf 3 Jahre gestellt und wir haben 3 Jahre jetzt Ruhe. Ich würde keinem Geld geben, tut mir leid. Ich meine, letztens, ich kenne sogar eine Person, die hat Tourismus gemacht, hat da Geld reingeschubst, ne, in so ein, ja, ich kann ja keinen Namen nennen, ist ja auch blöd. Naja, ist egal. Auf jeden Fall hat er bezahlt und dann hat er das Geld bekommen, also gegeben für einen Antrag, und dann wurde er dann an dem Tag, wo er die Unterlagen einreichen sollte, wurde er dann allein gelassen, ne? Der Typ hatte keinen Bock gehabt, da 2 Stunden abzuhängen oder was. Ja, hat eine Ablehnung bekommen, ne? Dann war halt seine Lösung gewesen, nach einem Tausender nochmal einer anderen Person zu geben, 1000 Euro, und nach Fethiye zu fahren, von da rüber nach, was ist es, Kos, Rhodos, irgendeine griechische Insel, und dann einen Tag zu verweilen, zurückzukommen und dann in Fethiye irgendwo sich eine Wohnung zu suchen und nochmal neu Ikamet zu stellen. Tja, er hat ja nicht gehört. Wir haben ihm gesagt, du, das bringt nichts, weil dieser Ablehnungsbescheid, da steht drin, man muss in 10 Tagen die Türkei verlassen. Und Fethiye, oder egal welche Stadt in Türkei, gehört zur Türkei. Man kann da jetzt nicht irgendwo in einer anderen Stadt oder anderen Provinz da nochmal neu Ikamet beantragen. Ne? Ich meine, das ist doch zentral. Kommt ja auch von Ankara. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Ich meine, ich verstehe das nicht. Immer so auf Leute zu hören, die einem Geld aus der Tasche ziehen wollen, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber jedem das seine. Ne? Das Ende vom Lied, er hat auch in Fethiye eine Ablehnung bekommen, hat hier in Alanya Geld gelassen, hat in Fethiye Geld gelassen, hat überall Geld gelassen und ja, ist mit ohne Geld, sage ich jetzt mal, schon wieder zurück nach Deutschland. Ja. Ja, was willst du da machen, ne? Was willst du machen? Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall safe, 3 Jahre lang. Wir haben jetzt unsere Ruhe und können natürlich jetzt unser Leben ein bisschen genießen. Ohne diese Anspannung, die man so hat. Ne? Das ist schon eine Katastrophe, wenn man nicht weiß, wo man hin muss oder wo der Weg hinführt. Ne? Ich meine, ich war ja schon in Zypern gewesen, Nordzypern. Das war ja, was war das gewesen?
halt Plan B, ne? Falls eine Ablehnung kommen sollte, dass wir da vorbereitet sind, wissen, was wir da machen können. Die Serie kennt ihr und ja, ist dann halt jetzt nicht mehr vonnöten, sonst wären wir dahin gefahren. Kleine Anmerkung habe ich da noch. Man kann zwar nach einem Tag wieder ins Land reinkommen, aber man muss einen anderen Grund bei der ICAMAT-Stelle nennen, also nicht mehr Tourist, vielleicht auf Immobilienbesitz. Dann kann man diesen ICAMAT nochmal neu stellen, direkt nach einem Tag. Wenn man mit dem gleichen Grund nochmal ICAMAT stellen möchte und muss ein halbes Jahr dann warten, um einen neuen Antrag stellen zu können. Jo, das war es dann erstmal von unserer Seite aus. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Ich wünsche einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Ist zwar ein bisschen bewölkt, aber trotzdem warm. Bis dann. Tschüss.